Alles, was klein gekommen ist, wird groß werden. Worauf müssen wir aber achten? Wie es groß wird. Es gibt Bäume, wenn man sie auf sich allein lässt, in den Bergen, im Wildnis, so viele Früchte tragen, Bäume, die wild sind. Wilde Früchte tragen die Bäume. Was muss man mit diesen Bäumen machen, Fruchtbäumen? Pfropfen, sagt man da? Veredeln, Pfropfen, ja. Veredeln. Die wilden Bäume müssen veredelt werden, damit die Früchte süß werden. Damit ihre Früchte süß werden, müssen sie veredelt werden. Was braucht der Baum, der wilde Früchte trägt? Was für eine Hand muss daran? Der Gärtner, der davon versteht, wie man das Wilde veredelt, das Ungenießbare genießbar macht, davon versteht, nach dieser Hand muss man suchen. Dann aus dem wilden Garten wird eine schöne Edengarten gemacht. Oder Garten Eden. Ist das ein englisches Wort oder Deutsch? Eden, Garten Eden. Deutsch Eden, Englisch Eden. Paradiesgarten, von einem Dschungelgarten, Wildnis und aus wilden Früchten, süße Früchten, die genießbar sind. So ist jeder Mensch, der in die Welt hineingeboren wird, in die Welt geschickt, wild. Schaut euch ein Kind an, das neu geboren ist und dann langsam wächst, groß wird. Erstmal ergeben, trotzdem wild, schreit herum und will, was es will. Und solange man das nicht dem Baby gibt, was es will, schreit es weiter. Wenn du deine Ruhe haben willst, musst du geben, was es will. In dieser Position des Menschen, wo es keinen Verstand hat und einfach nur will, muss man geben, was es will. Weil man kann dieses Baby nicht erziehen. Aber nach und nach mit der Zeit schaut man, wie das Baby heranwächst und je nach seiner Verstandsstufe, Erfassungskapazität, fängt man an, mit kleinen Schritten zu veredeln, das Wilde. Die Erziehung ist eine Veredelung des Wesens. Dann muss der das in die Hand genommen hat, der Erzieher oder der Veredler, muss von seiner Arbeit gut verstehen. Wie? Er muss selber gut erzogen sein. Er muss wissen, wie man herangezogen wird. Kindererziehung ist das Wichtigste überhaupt. Wenn die Menschen nicht wissen, wie man die Kinder erzieht, dann gibt es keine Menschen mehr in dieser Welt, dann gibt es nur zweibeinige wilde Wesen, die von nichts eine Ahnung haben, außer miteinander sich zu streiten, anspucken, beißen und treten. Ja, weil sie nicht erzogen worden sind, veredelt worden sind. Von so einem Menschen kann man nicht Süßes erwarten. So ein Mensch wird niemand schmecken. Immer ein saures Gesicht haben, sauer schmecken. Sauer ist noch ein Geschmack, bitter. Bitter wird es schmecken. Deshalb im Islam, es ist sehr wichtig mit Kindererziehung. Mutter sein, es ist nicht einfach. Mutter oder Butter.
Mutter sollt ihr sein. Mutter müsst ihr werden. Die Mutter oder die Mütter, deren unter ihren Füßen das Paradies liegt. Wo das Paradies unter ihren Füßen liegt. So eine Mutter muss man werden. Und wie wird man so eine Mutter, wenn man das Kind gut erzogen hat, gut erzieht, mit ihren Nerven, mit ihrem Privatleben, mit alles Privaten, mit alles das Selbst zu opfern für die Erziehung des Kindes. Auch wenn man alles Private geopfert hat und nicht ausgehen kann, nicht Kino gehen kann, nicht essen gehen kann, nicht mal mit dem Mann zusammen spielen kann. Das Kind ist wichtig. Nicht vergöttern, erziehen. So, das muss man auch unterscheiden. Die Mütter denken, vergöttern ist besser als erziehen. Dann hat man es geschafft. Man hat es geschafft, mit dem Kind zusammen in die Hölle mit dir. Wenn du das Kind vergötterst. Dann gehst du mit deinem Kind zusammen in die Hölle, weil das Kind ist auch unerzogen. Der eine vergöttert, der andere tut göttlich. So, Gott und Vergötter gehen zusammen dann in die Hölle. Das darf nicht passieren. Wir müssen unsere Kinder erziehen, gut erziehen. Und Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, das Paradies liegt unter den Füßen der Väter. Nein, der Mütter hat er gesagt. Was für eine Ehre für die Mütter. Aber die Ehre muss man sich verdient haben. Hast du nicht gehört? Der Prophet hat gesagt, was hat er gesagt? Das Paradies ist unter meinem Fuß, du Kind. So, küss mal meinen Fuß, damit du mal vielleicht das Paradies riechen kannst. Du hast aber gesagt, küssen, nicht riechen. Ja, du riechst das Paradies, wenn du meinen Fuß küsst. So ist es nicht. Du musst ganze Arbeit, Energie in das Kind investieren, damit das Kind aus dem Kind ein süßes Kind wird. Nicht ein süße Hexe. Wie kann man ein Kind gut erziehen? Disziplin. Zuckerbrot, Peitsche, sagen die Deutschen. Lasst das Peitsche, aber Zuckerbrot, wenn es geht, ohne Peitsche. Wenn es nicht geht, dann mit Peitsche. Lieber Zuckerbrot, Peitsche ist genau ideal, vollkommen. Disziplin. Wenn das Kind was verlangt, gibst du nicht. Wenn es nicht verlangt, gibst du. Ich habe gehört von meinem Großscheich, die kommen zu mir und verlangen was. Wenn ein Schüler zu mir kommt und etwas verlangt, Spirituelles, schick mich in den Rückzug, Scheich. Den schicke ich in die Hölle, nicht in den Rückzug. Ein Schüler kommt und sagt, darf ich Wakil werden, darf ich Zikr leiten, darf ich Sohbet leiten und so weiter, den gebe ich das nicht. Und wenn ich gebe, habe ich das so getan. Und es gibt so viele Wakile, so viele Sohbethalter, so viele Vertreter, so viele Zikr-Leiter. Wie viel Kraft haben sie? Ich habe meine Erlaubnis vom Scheich bekommen, mag sein, aber hast du es verlangt oder hat es dir gegeben? Das ist es. Wenn du danach verlangt hast, hat er dir gegeben, aber das ist offiziell. Nicht wirklich. Er hat dir die Schatulle gegeben, aber nicht den Inhalt. Und deshalb tust du niemandem etwas Gutes, außer dein Ego. Und dann sagst du, ich warte und warte, kommt niemand. Oder wenn jemand kommt, hat niemand etwas. Weil wenn du nicht bekommst, was willst du geben? Den Kindern geben, wenn sie nicht wollen. Wenn sie wollen, nicht geben. Das ist Anfang. Sie sollen lernen, nicht zu verlangen. Sie sollen lernen, wenn gegeben wird, anzunehmen, wenn nicht gegeben wird, Geduld zu üben. Geduldig zu sein. Die Kinder sollen Geduld lernen. Sie kennen keine Geduld.
Sie haben nie davon gehört, geduldig zu sein, weil sie haben alles schon voll gestopft bekommen. Und dann haben sie mit nichts eine Freude. Doch, sie haben mit nichts eine Freude, dann mit alles haben sie keine Freude. Weil sie haben alles bekommen, was soll ich jetzt verlangen? Sie haben kein Verlangen mehr, keine Wünsche. Das ist andersherum, wunschlos unglücklich zu werden, ist das dann. Und die Kinder sollen Arbeit lernen, mitarbeiten, klein an. Nicht verwöhnt werden, verarbeitet werden. Die Kinder mit Kindern muss man verarbeitet werden, nicht verwöhnen. Und deshalb möge Allah uns diese Nerven geben. Wir haben diese Nerven, dass wir diese Nerven ohne Verbrennungen investieren in das Kind mit Geduld, dass wir, und während wir Kinder erziehen, die Mütter erziehen sie selber ihre eigenen Egos. Das ist doppelt gemoppelt. Sie sind beide, weil Mutter ist großes Kind, das Kind ist kleines Kind. Zusammen sind sie erwachsen. Zusammen werden wir wachsen, heißt das dann. Mutter und Kind wachsen zusammen. Das ist die Wahrheit. Möge Allah uns gutes Verständnis geben und gelingen. Da muss man die Zeit sich nehmen, mit dem Kind sich zu beschäftigen und Augen überall haben. Und wenn du mit dem Kind zusammen bist, hab das Auge nur über das Kind, nicht woanders. Das habe ich in Berlin gesagt gehabt und eine Woche später, und ich habe gesagt, und die Frauen gehen einkaufen, Kinder von hinten, Kinder von vorne und die Frau ihr Handy in der Hand und dann Autos kommen und gehen und Küken sind da überall zerstreut. Und dann passieren Sachen. Pass auf. Eine Woche ist nicht vergangen, Leute. Da kommt eine zu mir und hat gesagt, hast du gehört, Sheikh, was denn? Diese Frau mit ihren Kindern ist sie einkaufen gegangen, dann Straße überqueren, die Kinder kommen von hinten, die Frau mit bla bla bla, walking, talking, in Englisch walking, talking, in ihre eigene Welt und packen das eine Kind und nehmen mit. Gerade wo sie mit dem Kind um die Ecke gehen, dreht sie sich und sieht, dass ihr Kind mitgenommen wird. Letzte Sekunde. Das passiert. Das ist noch Gunst von Sheikh, dass er sie aufmerksam gemacht hat. So schnell geht das, Leute. Das ist doch keine Wertschätzung. Lässt du deine Portemonnaie mit so Dings hinter dir herziehen? Dein Geld und dann mit einem Strick und Portemonnaie geht hinter dir her, dein Geld oder dein Goldstück. Machst du das? Welcher Idiot macht so etwas? Und das Kind hat keinen Wert wie das Goldstück oder wie dein Portemonnaie. Kommt hinter dir her, du hast kein Auge nach hinten. Auch wenn sie vorne gehen, du hast kein Auge nach vorne. Du bist walking, talking. Das ist das neueste Modell von Sport, Sheikh. Ich nehme dabei ab. Das ist passiert. Wenn der Sheikh etwas sagt, ihr müsst ernst nehmen. Und dann kommt nicht und sagt, wir haben Sadaka gegeben. Ja, und das Kind ist trotzdem weg. Warum? Du solltest doch uns beschützen. Allah sollte uns doch beschützen. Ja, hast du auch ein Auge drauf gehabt? Wo war dein Auge? Möge Allah uns gutes Verständnis geben.